Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Bevor der Frühling zu Ende geht, wollte ich euch noch schnell mein Wunderlauchpesto zeigen. Ein super schnelles, einfaches und gesundes Rezept, den man für verschiedene köstliche Rezepte verwenden kann. Und weil man den knoblauchartigen, köstlichen, gesunden Wunderlauch jetzt in den Wäldern finden kann, wollte ich euch dieses Rezept nicht vorenthalten. Wie diejenigen, die meine Videos verfolgen, schon wissen, sammle ich jede Woche einen ganzen Korb voll gesunder Wildkräuter im Wald, um diese Heilkräuter jeden Tag zu entsaften, um mir diese beste natürliche Medizin täglich präventiv einzuflößen. Und jetzt im Frühling findet man eben auch den Wunderlauch in den meisten Wäldern, und weil er ähnlich heilende Eigenschaften hat wie der Bärlauch, und wenn man diesen nicht in der Nähe hat, ist es ein schöner Trost, wenn man dafür den Wunderlauch ernten kann. Denn der schmeckt und riecht ähnlich knoblauchig und herzhaft wie der Bärlauch. Und deshalb kann man ihn ebenso wie den Bärlauch verwenden, indem man zum Beispiel ein Pesto herstellt. Besser wäre es, wenn man ihn möglichst klein schneidet, dann wird er in der Maschine auch besser verarbeitet. Und dazu benötigt man eine ganz normale Küchenmaschine, die wir etwa halb voll mit dem Wunderlauch füllen, und dann kommen folgende Zutaten noch hinzu: die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone. Die sorgt für eine angenehme Frische in diesem Pesto. Die Zitrone soll natürlich auf jeden Fall von Bioqualität sein, damit wir nichts von den gesundheitsschädlichen Pestiziden abbekommen. Abgesehen davon ist Bio-Obst auch nicht bestrahlt und sehr viel nährstoffreicher als herkömmliches bespritztes Obst. Dann werden wir die halbe Bio-Zitrone noch auspressen und diesen Saft auch zu diesem Pesto hinzugeben. Wir werden dann nach und nach immer ein klein wenig von diesen Zutaten hinzugeben zu der jeweiligen Menge des Wunderlauchs, den wir in die Küchenmaschine geben. Das hier sind jetzt gekeimte und wieder getrocknete Bio-Sonnenblumenkerne. Man könnte natürlich auch ganz normale Sonnenblumenkerne verwenden oder auch Pinienkerne, aber die gekeimten Sonnenblumenkernsprossen sind natürlich um ein Vielfaches gesünder und vitalstoffreicher. Zur Gesundheit von Sprossen werde ich euch mein Video hier oben nochmal verlinken. Ferner geben wir natürlich noch Parmesankäse hinzu, das was üblicherweise alles in ein Pesto kommt, und dann geben wir anstelle von Himalaya-Salz die Himalaya-Salz Natursalzsole hinzu. Das ist natürlich auch nochmal sehr viel gesünder als das Natursalz selber. Mein Video zur Gesundheit der Natursalzsole verlinke ich euch hier oben nochmal. Dann haben wir eben noch den Zitronensaft hinzugegeben, und jetzt kommt noch Bio-natives extra Olivenöl hinzu. Und das waren auch schon alle Zutaten. Wir sehen, wie einfach und schnell man dieses Pesto herstellen kann. Jetzt wird einfach in der Küchenmaschine alles zerkleinert und vermischt. Und schon ist dieses leckere Pesto fertig. Die genauen Mengenangaben im Verhältnis zueinander werde ich euch unten in der Infobox noch mitteilen. Das köstliche, nach Knoblauch schmeckende Pesto, was aber nicht so stark ist wie Knoblauch, sondern einen milden, angenehmen Geschmack hat, kann jetzt einfach in verschiedene Gläser gefüllt werden und dann mit etwas Olivenöl abgedeckt, damit es sich im Kühlschrank bis zu 2 Wochen lang hält. Man könnte es allerdings auch genauso gut einfrieren. Zu empfehlen wäre wirklich, dass man sich jetzt im Frühling so viel wie möglich von diesem herrlichen, gesunden und lecker schmeckenden Wunderlauch pflückt, denn der ist kostenlos jetzt in den Wäldern zu haben und eben nur noch bis spätestens Mai zu ernten. Deshalb wäre es angebracht, sich jetzt einigen Vorrat davon zu beschaffen, also möglichst viel Pesto zuzubereiten, den einzufrieren, damit man das Jahr über davon einiges hat. Hier zeige ich euch kurz, was man mit dem Pesto machen kann. Das sind die Shirataki-Nudeln, die kurz unter dem Wasser gründlich ausgespült werden. Dann kommen sie in eine Pfanne und werden dort trocken erhitzt und so lange gebraten, bis sie komplett trocken sind. Das sollte immer die Vorgehensweise bei Shirataki-Nudeln sein, dass man sie zuerst in einer Pfanne so lange bratet, bis sie vollständig trocken sind, denn dann verlieren sie ihren typischen gummiartigen Geschmack und dann könnte man sie nicht mehr unterscheiden von herkömmlichen Nudeln, sodass sie auch geschmacklich genießbar sind. Sobald wir beim Braten dann ein knirschendes Geräusch hören, wie wir das jetzt hier hoffentlich hören können, sind die Shirataki-Nudeln verzehrfertig, und man könnte jetzt einfach 3 bis 4 Esslöffel von diesem leckeren Wunderlauchpesto hinzugeben, kurz noch in der Pfanne das erhitzen und mit den Shirataki-Nudeln vermischen, und dann hat man auch schon ein ganz leckeres, ketogenes Low-Carb-Nudelgericht. Einfacher geht es also wirklich nicht, man braucht überhaupt kein Nudelgericht zuzubereiten, sondern einfach nur diese Shirataki-Nudeln trocken rösten und einfach mit diesem leckeren Pesto vermischen, und schon hat man ein herrliches Nudelgericht, was nicht nur lecker schmeckt, sondern auch noch hochgesund ist. Denn wie gesund die Konjac-Shirataki-Nudeln sind, das hatte ich euch schon mal in einigen meiner anderen Videos erklärt. Die kann ich euch hier nach und nach verlinken. Und wie gesund das Wunderlauchpesto ist, das versteht sich von selbst. Das wird ja hier auch nur ganz kurz erwärmt, damit man es
es warm verzehren kann. Es gehen also kaum Nährstoffe dabei verloren. Das fertige Nudel-Pesto-Gericht kann man dann noch mit etwas Parmesankäse bestreuen und so kann man es auch verzehren. Es schmeckt eben richtig lecker, weil dieses Pesto einen herrlichen, herzhaften Geschmack hat. Der Wunderlauch wirkt roh oder verarbeitet gegessen heilsam auf den Magen-Darm-Trakt, denn die Schwefelverbindung Allicin tötet krankhafte Darmpilze ab. Eine weitere Möglichkeit, das Pesto zu benutzen, ist es einfach auf Brot zu schmieren. Hier auf meinem leckeren Low-Carb-ketogenen Käsebrötchen. Mein Video zu den Low-Carb-Käsebrötchen, das verlinke ich euch hier oben nochmal in Schala. Ich habe hier nochmal diese leckeren Honey Peppers, diese gefüllten Honey Peppers auf dieses mit Pesto bestrichene Brötchen gegeben, mit ein paar Oliven dazu und so schmeckt das richtig köstlich zusammen. Abgesehen davon also, dass man das Pesto auch einfach nur so allein auf Brot schmieren und damit verzehren kann, kann man es auch kombinieren mit verschiedenen Kreationen. Hier in meinem Fall habe ich es jetzt noch mit einem leckeren Spiegelei, natürlich von Bio-Eiern, mit geschmolzenem Bio-Käse darüber und leckeren gebratenen Bio-Zwiebeln. Das schmeckt zusammen auch richtig köstlich, solange eben alles immer ketogen bleibt. Also ohne Kohlenhydrate kann man nichts falsch machen für seine Gesundheit. Ja, und was man sonst noch mit dem gesunden, leckeren Wunderlauch machen kann, mein Video dazu, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich wünsche euch gute Gesundheit, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann verteilt es unter euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Vergesst nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.